Das Baltikum und insbesondere Estland standen als Reiseziel schon immer auf unserer Liste. Also machten wir uns dieses Jahr auf den Weg nach Estland. Mit im Gepäck dabei meine Ausrüstung, um Natur und Tiere zu fotografieren natürlich, denn die estnische Natur bietet eine große Vielfalt. Sie beherbergt etliche Wildtiere und offenbart quasi im Wechsel der Jahreszeiten stets neue und überraschende Versionen ihrer selbst. Lange Küstenlinien, tiefe Wälder, malerische Seen und Flüsse und geheimnisvolle Sümpfe bieten Raum für das verbogene Leben von Vögeln, Robben, Bären und vielen anderen tierischen Gesellen. Etwa die Hälfte des Landes ist von Wald bedeckt. Daher ist Estland ein toller Ort, um zu wandern und die Flora und Fauna zu erkunden. Unsere Reise begann im Osten Estlands am Peipussee. Von hier aus ging es durch kleine, schnuckelige Dörfer entlang des Peipus in Richtung Norden an den finnischen Meerbusen. Auf unserem Weg machten wir noch einen Stopp an der Jiruska-Brücke. Die Jiruska-Brücke ist Estlands erste Holzbrücke mit Dach. Die Brücke befindet sich im Dorf Lemakku am Fluss Rana-Pongeria. Etwa 80%, also quasi der Großteil der Brücke, besteht aus Brettschichtholz. Die Verbindungen sind meist mit Eisenbolzen befestigt und die Dachkonstruktion mit Dübelverbindungen. Von hier aus ging es dann weiter mit dem Auto in Richtung Tallinn, bis wir im Ort Kolga angekommen waren, welcher im Laheema Nationalpark liegt. Der an der Nordküste Estlands gelegene Laheema Nationalpark beherbergt das Beste, was die estnische Natur zu bieten hat. Auf einer Fläche von 725 Quadratkilometern finden Sie üppige einheimische Wälder und Moore, die sich bis zum Horizont erstrecken. Der Nationalpark Laheema wurde 1971 gegründet, um die für Nordestland charakteristische Natur, das Kulturerbe der Esten und die biologische Vielfalt zu bewahren, zu erforschen und den Menschen aus fern und nah vorzustellen. Hier stehen Wald-, Sumpf- und Strandökosysteme unter Schutz. Laheema ist eines der bedeutendsten Waldschutzgebiete in Europa und einer der am meisten abgelegenen Orte in Estland. Im Laheema Nationalpark befinden sich sehr viele Hochmoore. Das wohl bekannteste ist das Viru-Hochmoor in der Nähe von Kolga. Das Viru-Hochmoor verfügt über einen der am besten zugänglichen Moorpfade Estlands. Er führt durch die für Laheema typischen Wald- und Moorlandschaften. Laheema ist die Heimat vieler Wildtiere, wie Elche, Schweine, Wildschweine, natürlich Bären und Luchse. Mit etwas Glück kann man sie auch sehen. Moore gibt es überall dort, wo es natürlich viel Wasser gibt. Moore entstehen durch Ablagerungen von organischen Materialien, die durch ein Überangebot an Wasser und dem damit verbundenen Sauerstoffmangel nicht mehr abgebaut werden. Die überschüssige Biomasse wird als Torf eingelagert und der in den Pflanzen enthaltene Kohlenstoff im intakten Moor langfristig gebunden. Moore wachsen daher sehr langsam. In ungefähr 1000 Jahren wächst im Hochmoor nur rund 1 Meter Torf. Die meisten Moore in Europa entstanden größtenteils nach dem Ende der letzten Eiszeit. Sie sind somit Zeugen von mehr als 10.000 Jahren Landschaftsgeschichte. Doch Moor ist nicht gleich Moor. Man unterscheidet zwischen Hochmoor, Niedermoor und Übergangsmoor. Das eher kühlere und feuchte Klima Estlands bedingt, dass weniger Wasser verdunstet und abfließt, als es in Summe regnet. Dadurch entwickeln sich sogenannte Regenwasser- oder Hochmoore. Diese über Jahrhunderte bis Jahrtausende gewachsenen Moore decken ihren Nährstoffbedarf ausschließlich über die nährstoffarmen Niederschläge. Sie besitzen keinen Kontakt mehr zum Grundwasser und zum Mineralboden. Typisch für Hochmoore sind die sogenannten Torfmoose, die große und schwammartige Polster bilden, die über das allgemeine Grundwasserniveau emporwuchern. Charakteristisch ist ebenfalls ein sehr niedriger pH-Wert, fast wie Essigwasser. Kein Wunder, dass es im Viru-Hochmoor keine Mücken gab.
Aufgrund dieser eher lebensunfreundlichen Bedingungen kommen in Hochmoor nur wenige spezialisierte Tier- und Pflanzenarten vor. Im Moor selbst habe ich daher auch nur Singvögel, Spechte und Enten gesehen. Aber mit etwas Glück kann man auch einen Elch oder einen Birkhuhn sehen. Vom Laima-Nationalpark ging es weiter über Tallinn in den Westen Estlands zum Matsalu-Nationalpark. Der 1957 als Naturschutzgebiet gegründete Matsalu-Nationalpark ist mit rund 486 Quadratkilometern ein Paradies für Vögel und natürlich auch für Vogelbeobachter. Millionen von Zugvögeln machen hier jährlich Rast, um auf ihren Routen von Nord nach Süd bzw. umgekehrt eine Pause einzulegen. Der Park wurde als Vogelschutzgebiet gegründet, um die durchreisenden und natürlich rastenden Zugvögel während Mauser- und Brutzeit zu schützen. Der Matsalu-Nationalpark umfasst das Gebiet um die Bucht von Matsalu, die umliegenden Landgebiete, den Unterlauf des Flusses Kasari und das artenreiche Seegebiet Väinämeri mit seinen über 50 Inseln. Im Nationalpark Matsalu gibt es eine Vielzahl von Naturlehrpfaden und insgesamt 7 Beobachtungstürme. An einem der 7 Beobachtungstürme kann man die rastenden Vögel sehr gut beobachten. Wenn man Glück hat, zeigt sich sogar ein Seeadler über den grasenden Enten und Gänsen und scheucht sie auf. Auf den großen Wiesen ist auch der Kiebitz anzutreffen. Der in Teilen Deutschlands bereits vom Aussterben bedrohte Vogel ist im Jahr 2024 der Vogel des Jahres. Neben zahlreichen Vogelarten kann man ebenfalls Säugetiere wie den majestätischen Elch, Rehwild oder den Goldschakal antreffen. Heute werden ca. 270 verschiedene Vogel-, 50 Fisch- und 45 Säugetierarten verzeichnet. Auf der Suche nach einem Elch begab ich mich eines Abends an einen nahegelegenen Waldrand, der direkt an einen Schilfgürtel mündet. Ich hatte mich in Position gebracht und unter meinem Tarnumhang hinter meiner Kamera versteckt. Nach etwa 10 Minuten hörte ich es 10 Meter, schätzungsweise, vor mir im Schilf rascheln. Mein erster Gedanke war ein Wildschwein. Es war jedoch kein Wildschwein, sondern kurze Zeit später trat eine Elchkuh aus dem Schilf. Sie stand etwa 6 Meter vor mir. Mit meiner 600 mm Brennweite
reichten im ersten Moment nur für ein Porträt der Dame. Als ich die Brennweite quasi verkürzte, um die ganze Elchkuh fotografieren zu können, bemerkte die Dame mich und mein Handeln, und bevor sie mit ihren langen Beinen im Schilf verschwand, konnte ich noch ein Foto machen. Überglücklich ging ich natürlich dann später nach Hause. Ja, überall in Estland hatte ich das Gefühl, dass die Esten sehr auf ihre Natur achten und sie schätzen. Die Nähe zur Natur ist ein wichtiger Bestandteil der estnischen Lebensweise, weshalb man der Ansicht ist, dass der Mensch immer zu Gast in der Natur ist und sich dementsprechend auch so verhalten sollte. Eine Verpflichtung, der auch ich folge. Vom Matsalu-Nationalpark ging es dann weiter mit der Fähre auf die nahegelegene Insel Muhu. Und von Muhu ging es dann über einen langen Damm weiter auf Estlands größte Insel, die Insel Saaremaa. Dank dem milden Klima und dem kalkreichen Boden hat die Insel Saaremaa eine reiche Flora und Fauna, die sich zum Teil vom Festland unterscheidet. Auf Naturfreunde, wie wir es sind, warten viele Lernpfade im Naturschutzgebiet Vidu Mey und im Nationalpark Vilsandi. Unser erster Halt war die Halbinsel Syrve, ganz im Süden von Saaremaa. An der Südspitze der Halbinsel liegt die Nährung Syrve Sær. Auf der Nährung befindet sich auch ein Leuchtturm. Der, ja, wie soll es anders sein? Die Halbinsel Syrve wurde erstmalig 1234 erwähnt. Die Nährung von Syrve ist ein beliebter Ort für Vogelbeobachter, denn auch sie zählt zu den wenigen abgelegenen Orten in Estland, wo man seine Ruhe hat und einfach die Natur genießen kann. Unser letzter Stopp in Estland war dann der Soomaa Nationalpark, östlich von Pärnu. Wir verließen die Insel Saaremaa über Arendsburg und fuhren mit der Autofähre von Muhu nach Võtsu. Von Võtsu folgten wir den Schildern bis nach Pärnu und von da aus in den Soomaa Nationalpark. Im Soomaa Nationalpark gibt es ebenfalls ausgedehnte Moore, die von Wäldern, Flüssen und blumenreichen Waldwiesen umgeben sind. Hier kann man die Stille und die Schönheit der unberührten Natur genießen. Und es gibt hier eine 5. Jahreszeit. Leider nicht im Herbst, denn die sogenannte 5. Jahreszeit tritt ein, wenn das Schmelzwasser des zu Ende gehenden Winters im Frühjahr Felder und Straßen, Wälder und auch Ackerland überflutet, sodass man eigentlich nur noch Boote als das zuverlässigste Transportmittel verwenden kann. Ich stelle mir vor, zu dieser Zeit durch ein Hochmoor mit einem Boot zu fahren und die sich im Wasser spiegelnde Landschaft zu betrachten. Es muss atemberaubend und einfach zutiefst entspannend sein. Aus der Vielzahl an Wanderwegen haben wir uns für 2 Wege entschieden. Einer davon führte uns ins Hochmoor von Riisa und der zweite Weg in einen kleinen Teil des Hochmoors Kuresu. Und hier in dem Hochmoor von Kuresu habe ich mich dann auch einmal getraut, an einer der ausgezeichneten Badestellen in das kalte Moorwasser zu steigen, um ein Bad zu nehmen. Es war sehr erfrischend und daher nur von kurzer Dauer. Mehr als die Hälfte der Fläche des Soomaa Nationalparks besteht aus Mooren und Flüssen, die von Hainen, Waldhainen und bunten Waldwiesen umgeben sind. Obwohl das Gebiet mehrmals im Jahr überschwemmt wird, haben sich die Bewohner angepasst und sind nicht geflohen.
Allerdings hat man hier für alle Fälle stets ein Boot zur Hand. Sooma ist einer der besten Orte in Europa, um Biber in freier Wildbahn zu bewundern. Die flachen Gewässer bieten auch eine atemberaubende Kulisse für die Beobachtung von Sonnenauf- und Sonnenuntergängen, vor allem im Frühjahr und im Herbst. Mit etwas Glück kann man auch hier Elche, Wildschweine, Rehe, Luchse und sehr viele Vogelarten beobachten. Sooma ist das ganze Jahr über reizvoll, auch wenn es gerade mal keine Überschwemmung gibt. Es führen zahlreiche Wanderwege und Holzstege durch die Moore und Feuchtgebiete des Parks. Moorlandschaften spielen in der estnischen Mythologie eine wichtige Rolle und werden als Geheimnis und friedvolle Orte betrachtet. Sie bedecken etwa ein Fünftel des estnischen Festlandes. Die meisten estnischen Hochmoore haben eine ca. 3 bis 6 Meter dicke Torfschicht. Unser Rückweg in Richtung Lettland führte wieder entlang der westlichen Küstenlinie der Ostsee mit ihren weiten und teilweise einsamen Sandstränden. Hier am estnischen Küstenabschnitt des Rigaer Meerbusen, auch Rigaer Bucht genannt, gibt es noch viele kleine malerische Küstenorte und einsame Sandstrände. Lässt man sich hier nieder, um die Sonne zu genießen und zu entspannen, kann man neben wenigen Badetouristen und Anglern auch mit etwas Geduld einen der vielen Wattvögel wie den Sandregenpfeifer beobachten. Unsere Reise durch Estland endet hier und wir reisen zurück über Riga und Warschau in die Heimat.
Video über Estland, über die Natur in Estland und bin jetzt soweit zum Ende gekommen. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und ich kann nur sagen, Estland ist eine Reise wert für jeden Naturliebhaber, sowohl für Flora als auch für Fauna und das zu jeder Jahreszeit. Es spielt keine Rolle, ob Sommer, Frühling, Winter. Natürlich ist es wahrscheinlich im Frühjahr wesentlich spannender für die meisten, gerade in der Vogelzugzeit. Und was mich sehr beeindruckt hat an Estland war, wie sauber das in den Wäldern ist. Überall, wo man hinkommt, kein Müll, nichts. Ich glaube, da kann sich sowohl Deutschland als auch andere Länder können sich da wirklich ein Beispiel daran nehmen, wie sehr die Esten in ihrer Kultur und in ihrer, ich sage jetzt mal, Mythologie bzw. in ihrem Wesen mit der Natur verbunden sind und sehr darauf achten, die Natur zu schützen und zu belassen, wie sie ist, um sowohl für die Nachkommen als auch für die Touristen und auch für sich selber immer einen schönen Punkt zu haben, wo man sich zurückziehen kann. Wie gesagt, Estland immer eine Reise wert. Ich kann es nur empfehlen. Falls euch das Video gefallen hat, schenkt mir einen Daumen nach oben oder noch besser, abonniert meinen Kanal. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden, verpasst kein Video von mir. Und ja, insofern schreibt mir eure Kommentare, wie euch das Video gefallen hat, ob ihr schon mal in Estland wart oder ob ihr zum Beispiel vorhabt, mal nach Estland zu reisen. All das würde mich natürlich interessieren und ich kann euch dann auch entsprechend antworten. Und ja, insofern kann ich mich nur verabschieden, sagen bis bald, eine wunderschöne Zeit. Der Herbst fängt an, wie ihr das schon seht, auch hier in Estland wird das Blattwerk der Birken schon langsam gelblich. Ja, ich kann nur sagen, wir sehen uns bald. Bleibt gespannt, was es das nächste Mal gibt und bis demnächst, euer Ronald, adieu und tschüss.